2 Karten fürs innere Blumenpflücken 2025 zu gewinnen? Dann schau nach dem Film in die Videobeschreibung. Ja, G60, warum G60? Ne, das ist immer so eine Frage. Warum fährst du kein Turbo? Warum fährst du keinen Sauger und Tune-10? Aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, das Geile am G60 ist einfach dieser Sound. Also es gibt für mich tatsächlich 2 Motoren, über die nichts geht. Das ist einmal ein VR6, noch nicht mal ein VR6 Turbo, sondern ein ganz normaler Sauger VR6 und eine ganz kleine Stufe darüber ein G60. Ein G60 ist einfach, ja, was macht der G60 aus, den Sound? Es ist einfach, man kann es fast nicht beschreiben. Es ist faszinierend. Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Film in die Kommentare zu schreiben. Moin Moin, ich bin Hupe, komme aus dem schönen Städtchen Ludwigslust, fahre einen Golf 2 G60 und jetzt kriegt ihr die Geschichte dazu. Los ging die ganze Geschichte. Damals hat man noch Zeitungen gekauft, VW Szene, VW Speed, kennt man ja. Und da habe ich dann drin geblättert und ja, irgendwie war es war cool irgendwie, so tiefer gelegte Autos und so. Ja, und dann Führerschein gemacht. Erstes Auto, Polo 86C Steilheck, 2F, 45 PS. Ja, hat jetzt nichts vom Teller gezogen, aber war dann, ja, man hatte seinen fahrbaren Untersatz und dann ging es halt auch los. Alufelgen, Federn damals eingebaut. Ja, und dann ist irgendwie, dann nahm der ganze Bums seinen Lauf irgendwie. Wie gesagt, nach dem Polo war mein erstes Auto. Gab es gleich einen Corrado, 16V, habe ich irgendwo zu Bundeswehrzeiten damals bei einem Autohaus stehen gesehen. Ja, geiles Ding, Dark Burgundy, Perleffekt, das war mein Auto. Es war natürlich ein Riesensprung. Da gab es dann auch wieder Felgenfahrwerk, das Übliche. Danach kam tatsächlich der erste Zweier, 16V KR, Steuern bezahlt bis nach Meppen und zurück, kennt man ja, ohne Cut. Ja, und dann gab es so einen kleinen Bruch in meinem Leben. Was heißt Bruch? Bruch ist nicht richtig. Bundeswehr war vorbei, neuer Job, wieder umgezogen, neuer Lebensabschnitt. Ja, und dann tatsächlich blieb man in diesem Tuning-Game drin und dann G60 ist was Cooles. Allein dieser G-Lader-Sound schon. Und dann war ich ganz scharf auf einem Passat und dann lief mir der Golf über den Weg. Stand in Hamburg, nicht weit weg, in der Nähe von Hamburg. 106.000 Kilometer gelaufen, gar nichts, zweite Hand und absoluter Originalzustand. Hätte ich ihn damals mal so gelassen, dann wäre er jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wert. Aber wie gesagt, hätte Fahrradkette. Aus Hamburg abgeholt und ich war unheimlich stolz. Ich habe jetzt einen G60. Es war cool. Es war einfach cool. Wie gesagt, war nichts dran gemacht, aber ich war stolz. So, und dann sollte er natürlich original bleiben. Genau. Ja, und dann ging es halt, ja, dann ging es halt los. Standard. Felgen, Fahrwerk, erst ein 16 Zoll. Zu der Zeit, wie gesagt, 2002 war das wirklich was. 16 Zoll auf dem Golf 2 und tiefer. War auch schon ein Gewindefahrwerk. Wie gesagt, heute gar nichts mehr los, aber zu damaliger Zeit. Ja, und dann, wie gesagt, kann ich auch offen und ehrlich sagen, auch Tuning-Sünden, M3-Spiegel, Einarmwischer, die ganzen Geschichten, die man so gemacht hat. Aber es war halt so der Anfang bei dem Zweier.
Ja, wie gesagt, so bin ich dann mit meinen Tuning-Sünden 1-2 Jahre rumgefahren. Und seitdem, es ist ja über 20 Jahre jetzt her, hat sich extrem viel an diesem Fahrzeug verändert. Ich sage jetzt einfach mal, es gibt kein Teil, was nicht irgendwie verändert oder bearbeitet ist. Aber das Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, hat ganz, ganz viele, ganz individuelle Gimmicks, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht, wo man wirklich genau hingucken muss. Viele Leute laufen einfach vorbei. Oh ja, Golf 2, schwarz, bisschen tiefer und das war's dann. So, und wie gesagt, beim genauen Hingucken, ja, erschließen sich ganz, ganz viele Sachen, die über die Jahre dazugekommen sind. Zum Beispiel haben wir 2006, nachdem ich dann so ein bisschen rumgefahren war, diverse Treffen besucht habe, haben wir dann komplett eskaliert, komplett zerlegt das Fahrzeug. Ich glaube, es ist kein Blechteil, was irgendwie nicht bearbeitet wurde. So Sachen wie im 90er Tuning halt in war, Audi 80 Türgriffe ohne Schloss, sämtliche Sicken verschlossen, sämtliche Ziernähte weggemacht, VW-Zeichen weggecleant, Luftschlitze im Kotflügel, alle Kotflügel aufs Extremstmaß geweitet, was sich im Nachgang auch als sehr gut erwiesen hat. Ja, wie gesagt, diverse Blecharbeiten. An dieser Stelle auch mega Dank an Basti Schwager, der mir da extrem unter die Arme gegriffen hat, was diese ganze Blechgeschichte angeht, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte. In dem Zug muss ich auch sagen, man muss nicht alles selber können, man kann alles probieren, aber man braucht wirklich Leute, die einem so ein bisschen Feedback geben zu den Sachen, die man so schraubt und die auch vielleicht ein bisschen Fachwissen haben, was die Sachen angeht, was man nicht selber kann. Speziell versuche ich, möglichst immer viel selber zu machen oder alles zumindest einmal zu probieren. Aber jeder, der mal selber geschraubt hat, weiß, dass das gar nicht möglich ist. Also braucht man da wirklich sein Background, seine Freunde, seine Bekannten, die da so ein bisschen unterstützen. Bevor es weitergeht, möchten wir euch auf unseren Online-Shop hinweisen. Mit dem Kauf von Hoodies, Caps und Shirts unterstützt ihr diesen Kanal und dessen liebevoll produzierten Filme. Scan den QR-Code und finde dein Lieblingsstück. Und nun geht es weiter. Ja, das letzte, was ich eigentlich so verändert habe am Fahrzeug, habe ich Ausstellfenster. Allein die zu kriegen, alle, die da draußen in der Zweierszene unterwegs sind, wissen, dass das fast schon Goldstaub ist. Die zu organisieren in Klarglas war so eine kleine Weltreise. Das war schon cool. Und dann habe ich mir überlegt, immer durch den Kofferraum kriechen oder immer durch den Innenraum kriechen. Bei einem eingebauten Überrollbügel ist immer ein bisschen schwierig. Also, das muss doch irgendwie elektrisch gehen. Ja, und dann habe ich diverse Motoren ausprobiert von sämtlichen Fahrzeugen, die es so gibt, also Stellmotoren. Und habe dann letztendlich auch welche gefunden und habe das Ganze dann entsprechend elektrifiziert. Im Zusammenhang mit einem Golf 3 Fensterheberschalter von hinten und einem Corrado Steuergerät für Fensterheber kann man das Ganze jetzt ganz einfach von vorne bedienen. Ja, und wie gesagt, finde ich ziemlich cool und habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Gerade beim Golf 2 ist es ja immer ein bisschen schwierig, irgendwas zu bauen oder zu tunen, was man halt noch nicht so wirklich gesehen hat. Ja, kommen wir mal zur Fahrgastzelle, wie man so schön sagt. Auch da ist nichts mehr, wie es mal war. Im Rahmen dieser Komplettsprengung 2006 habe ich mir dann überlegt, okay, Innenraum kannst du auch noch was machen, Sitzausstattung erstmal außen vor. Aber in irgendeinem Forum habe ich mal gelesen, also an alle Jüngeren da draußen, früher haben wir von Foren gelebt, da gab es kein Instagram. Da hat man gebaut, hat Bilder gemacht und hat das dann in ein Forum gestellt und hat sich dann darauf sein Feedback geholt. Und da hatte ich irgendwann mal, ich kann es gar nicht mehr sagen, VW Tuning Page war, glaube ich, die Seite, hieß es. Da hat jemand ein Golf 3 Armaturenbrett ins Zweier gebaut. Fand ich optisch, also das 3er Armaturenbrett fand ich optisch schöner als das vom Zweier. Gut, Auto war eh auseinander, probieren wir es halt mal aus.
Dreierbrett organisiert und es hat auch relativ gut funktioniert. Also es hat auch nachher, wie gesagt, war ein bisschen problematisch, die Belüftung zu bauen. Aber wie gesagt, hat alles wunderbar funktioniert. Und dann hatte ich ein Golf 3 Armaturenbrett. Und dann lief mir, weiß ich noch wie heute, in Berlin ein Armaturenbrett von einem Golf 3 GTI US-Modell über den Weg. Auf den ersten Blick fast identisch, aber das Ding war in Grau und hatte, wie gesagt, die US-Version. Viele kennen das auch als Vento Phase 1, gab es nur ein Jahr, hatte dann entsprechend eine andere Verkleidung und die Lüftungsdüsen waren beleuchtet. Ja, also nach Berlin gefahren, kleinen Ausflug gemacht, das Ding abgeholt, altes Dreierbrett wieder raus, neues graues Armaturenbrett wieder eingebaut. Grau deswegen, das ist so ein bisschen mein Farbkonzept, wie gesagt, die grauen Räder, Motorraum, ein paar graue Akzente, jetzt graues Armaturenbrett und dann musste ja der restliche Innenraum auch noch entsprechend gestaltet werden. Also ein paar elektrische Recaros aus dem Zweier besorgt, hört sich heute leicht an. Oder war damals einfach. Heute, wie gesagt, es wäre dann die zweite Niere, die man opfert, neben den Happig-Fenstern. Ja, ist alles unglaublich teuer geworden. Aber wie gesagt, damals alles cool. Elektrische Recaros geholt. Eine Rücksitzbank aus dem Jetta US-Modell mit Armlehne und Becherhalter. Ja, und dann alles zum Sattler gegeben. Und in Grau satteln lassen. BMW-Leder. Mit gesteppter Sitzfläche. Ja, und die fahre ich bis heute und gefällt mir auch heute so, ist zeitlos. Innenraum war dann fast fertig. ABC-Säulenverkleidung noch entsprechend mit gestepptem Stoff bezogen, Himmel neu bezogen. Alle Zweierfahrer wissen es, wie gerne der mal runterhängt, der alte Himmel. Also habe ich das auch noch neu bezogen. Und letzten Winter habe ich gedacht, man könnte ja ein bisschen was mit Kohle mal versuchen. Also sprich Carbon. Auch noch nie gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Verkleidung von den Sitzschienen probierst du einfach mal. Gibt es ja solche Kits zu kaufen heutzutage. Und ja, damit habe ich den Winter verbracht und verleiht dem Ganzen vielleicht noch mal so ein bisschen einen kleinen Extra-Touch. Ist nicht ganz perfekt, aber dafür ist es Selfmade. Ja, rädertechnisch aktuell eine Felge vom Alpha GTA 156. Fand ich schon immer cool, dieses Design, zeitlos. Und gerade auch beim Golf 2 ist es ja ein bisschen schwierig, irgendwas zu fahren, was man halt nicht so oft sieht. Und wie gesagt, die Felgen hatte ich immer schon so ein bisschen im Auge, immer schon Suchaufträge, eBay Kleinanzeigen. Und dann gab es die irgendwann mal bei einem Bekannten auch in Rostock. Also nach Rostock gefahren, die Räder abgeholt, waren in einem katastrophalen Zustand, waren mit Effektlack zugeschmiert. Als ich das dann alles abgebeizt hatte, wusste ich auch warum. Also sie sahen wirklich schlimm aus. Gut, habe ich gedacht, was machst du jetzt? Haust du in die Tonne, dazu waren sie zu teuer. Also schleifen, 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 schleifen. Dann habe ich, wie gesagt, die komplett aufgearbeitet und entsprechend dem Farbkonzept, was das Auto hat, in Grau lackiert. Ist ein Grau vom Skoda Octavia RS, Stahlgrau heißt das. Ja, selber lackiert auch. Pünktlich zur XSK Night im Berliner Olympiastadion fertig geworden. War auch wieder ein schöner Zufall. Räder fertig gehabt und dann flatterte hier die Einladung ins Haus. Berliner Olympiastadion VIP Inside. Das heißt, im Stadion durfte ich stehen, auf der Fahrbahn. Nochmal danke an die Füllborn. Das war wirklich ein erhebender Moment, dazu zu gehören. Ja, wie gesagt, diese Räder fahre ich jetzt seit 2,5 Jahren. Finde ich auch cool so. Allerdings ist es noch nicht die Endstufe. Das, was mir noch irgendwann vorschwebt, sind ETA Beta Turbos, auch in 17 Zoll. Und ja, wenn ich mir das dann mal zusammengespart habe, dann ist das Fahrzeug auch rädertechnisch fertig.
Aktuell ist ein KW Variante 1 drin. Ein bisschen modifiziert, damit ich es auch so fahren kann, wie er jetzt ist. Damit das Fahrwerk auch noch Vorspannung hat. Also wie gesagt, es ist alles eingetragen, aber halt ein bisschen modifiziert. Und tiefer wie er jetzt ist, geht es auch nicht. Kommen auch oft die Fragen, dann willst du nicht mal Luft einbauen, damit er noch tiefer geht. Dann sage ich mir mal, ja, könnte man machen. Bringt mir nur nicht viel, weil so von der Tiefe, wie das Fahrzeug jetzt ist, was Querlenker, Spurstangen, Antriebswellen angeht, ist das eigentlich schon Kotzgrenze. Das heißt, er bleibt eigentlich static und so passt es, so gefällt es mir. Ja, wie gesagt, Traum war ja der G60. Es ist auch wirklich ein Original G60. Zu wilden Umbauphasen hat man auch mal, ne? Wie gesagt, G60 kann man ja schnell tunen. Kleines Laderad, offener Luftfilter, ein Chip drauf, na, was man so kennt. Nachdem ich mir dann aber einen neuen Lader direkt bei VW kaufen musste, habe ich dann gedacht, okay, wir rüsten das mal alles wieder zurück. Letztendlich, es ist mein Wochenend-Schönwetter-Treffenauto. Ich fahre damit keine Meile, ich fahre damit keine Rundstrecke. Von daher sind 160 PS, glaube ich, in einem Golf 2 völlig in Ordnung und ich kann völlig mit der Serienleistung leben, was ja so ein bisschen auch auf die Haltbarkeit angeht, ne? Ja, witzig ist auch immer, wenn die Leute dann, wenn ich auf Treffen stehe, dann sich den Innenraum angucken und du dann immer mitkriegst, wenn sie so, oh, was ist denn das für ein kleines Lenkrad? Wie gesagt, für mich überhaupt nichts Besonderes, für die Außenstehenden oder für die Menschen ist es immer faszinierend, was das eigentlich für ein kleines Lenkrad ist. Wie gesagt, für mich voll normal, weil das ist wahrscheinlich eins der ersten Teile neben dem Überrollbügel von Wiechers, was ich damals für dieses Auto gekauft habe. Also wie gesagt, solange ich das Auto habe, ist das Lenkrad da eigentlich schon drin und ja, es ist immer witzig, wie die Leute darauf reagieren. Ja, wie gesagt, diverse Tuning-Zeitungen durchgeblättert und da kam dann der ein oder andere Rallye-Golf so unter das Auge und brutale Front, immer von geträumt, will ich haben. So, dann auf die Suche gegangen, bei eBay, Rallye-Golf-Scheinwerfer bestellt, die aber keine waren. Nach Recherche stellte sich dann raus, waren irgendwelche LKW-Scheinwerfer von Volvo. Ja, was machst du jetzt? In die Tonne schmeißen oder selber was bauen? Also habe ich mir die erste Rallye-Golf-Front selber gebaut, Grill laminiert, Scheinwerfer eingebaut. Ist tatsächlich auch eingetragen worden dann durch die DEKRA. War auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal. Die gab es wahrscheinlich wirklich nur einmal. Habe ich dann aber irgendwie wieder rausgeschmissen, weil ich dann wirklich günstig an eine Original-Rallye-Front gekommen ist, die auch bis heute drin ist. Wo man heute dann wahrscheinlich die dritte Niere dann spenden dürfte, was da für Preise aufgerufen werden. Aber wie gesagt, fronttechnisch so, wie er jetzt ist, original. Ja, über 20 Jahre Golf 2. Gibt natürlich jede Menge Leute, die mir geholfen haben, die irgendwas zu diesem Auto beigesteuert haben. Ich sage auch, mein Auto ist eigentlich immer nur so gut wie das Umfeld, was man hat. Ist ganz einfach so. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir irgendwie geholfen haben, das Fahrzeug da jetzt so hinzustellen, wie es da steht. Sorry, wenn ich irgendjemand vergessen habe, aber stellvertretend dazu musste ich mir das jetzt aufschreiben. Will ich hier ein paar Leute mal namentlich erwähnen. Zuallererst natürlich meinen guten Freund Cordy, der die ganze Geschichte auch mit mir zusammengegangen ist, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Also wie gesagt, an dieser Stelle danke, Digga. Tilo natürlich zu erwähnen, der auch immer seinen Senf dazu gibt, der mir die Karre schon diverse Male irgendwo hingetrailert hat. Briegel auf alle Fälle, sämtliche Blecharbeiten, wo er Unterstützung geleistet hat. Stefan und Volker, die das ganze Ding
oder alle Anbauteile mal in Lack getaucht haben und die sich auch nicht zu schade sind, mal für Notfälle einfach mal vorbeizukommen und hier irgendwas zu richten, was ich wieder versaut habe. Danny natürlich. Ich weiß nicht, wie viele Räder du mir schon gewechselt hast an der Karre, aber passt alles soweit. Danke dafür. Und natürlich zu guter Letzt meine gute Freundin Suse, die mich immer wieder daran erinnert, das Auto nicht nur auf einem Trailer durch die Gegend zu fahren, sondern auch mal auf Achse zu bewegen. Ich werde mich bessern, ich werde mich dran halten. Also danke dafür und natürlich an Sauerkraut, dass ihr mir hier die Möglichkeit gebt, meine Golfgeschichte mal unters Volk zu bringen. Danke dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Und was mich persönlich interessieren würde, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was waren eure Tuning-Sünden, die ihr an eurem Fahrzeug verbaut habt. Bis dahin, wir sehen uns bestimmt auf irgendeinem der nächsten Treffen. Ciao!